Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich einen super leckeren Tomatenketchup mache. Es ist im Grunde genommen sehr einfach. Alles, was man braucht, ist ein gutes Ausgangsprodukt, einen Kochlöffel und etwas Geduld. Belohnt wird man mit einem köstlichen Lebensmittel und der Erkenntnis, dass sich selber machen immer lohnt. Hier habe ich diese wunderbaren Biotomaten mit einem sensationellen Geschmack. Wenn man frühmorgens auf den Markt geht, bekommt man, wenn man Glück hat, für einen kleinen Preis die weniger schönen Tomaten, die zwar reif sind, aber ein paar Flecken haben und deswegen ausgemustert werden. Schimmlige Tomaten dürfen auf gar keinen Fall verwendet und müssen weggeworfen werden, denn das Gift des Schimmels, Mykotoxin genannt, wird auch durch längeres Kochen nicht neutralisiert. Die Tomaten werden nach dem Entfernen der Stiele gewaschen. Man kann sie direkt in den Topf schneiden, aber wenn man sie auf einem Brett schneidet, geht es einfacher und schneller. Auch der Tomatenstrunk sollte entfernt werden, denn er enthält Solanin und das wollen wir ebenfalls nicht zu uns nehmen. Dafür schneidet man neben dem Ansatz die Tomate einmal durch, dann ein zweites Mal wieder neben dem Stängelansatz und beim dritten Schnitt schneidet man oberhalb des Ansatzes in die Tomate, wobei man das Messer dabei nach unten abdreht, so dass der Ansatz ohne größere Verluste von der Frucht getrennt werden kann. Die Tomaten werden ohne Wasser in einen großen Topf gegeben und schon mal bei geringer Hitze erwärmt, solange man noch mit dem Vorbereiten der restlichen Früchte beschäftigt ist. Mit Deckel drauf geht es wie immer schneller, die Tomaten zum Kochen zu bringen. Spaßeshalber habe ich einmal nachgemessen. Wenn die Tomaten so vor sich hin blubbern, ist das noch kein Kochen. Sie haben gerade mal so um die 90 Grad. So, jetzt kommen wir zur Sache. Die Tomaten lasse ich nun ungefähr eine halbe Stunde ohne Deckel vor sich hin simmern. Sie sollten dabei wenigstens alle 5 Minuten durchgerührt werden. Und durchrühren heißt nicht, die Tomaten an der Oberfläche ein bisschen zu bewegen, sondern mit einem Kochlöffel langsam am Topfboden entlang zu fahren und dort eventuell anhaftende Fasern zu lösen. Ebenso sollte man dabei auch mit der Spitze des Kochlöffels langsam an den Rändern entlang fahren. Und langsam sollte man rühren, da man sonst Spritzer verursachen kann, die einem die Finger verbrühen können. Nach ungefähr einer halben Stunde haben sich die Strukturen der Tomate aufgelöst, sodass sie püriert werden können, damit sie vollends zerfallen. Nun wird die Masse durch ein Sieb passiert, damit die Schalen und Kerne vom Fruchtfleisch getrennt werden können. Am besten rührt man mit der Rückseite einer Kelle alles durch. Die Rückstände, also Schalen und Kerne, kann man über Nacht noch ablaufen lassen und erhält dann einen kleinen Rest klare Flüssigkeit, der sehr intensiv nach Tomate schmeckt. Hier noch ein kleiner Trick zum Abfüllen. Ich habe hier einen Haken, den ich an meinem Hängeschrank befestigt habe. Darin hänge ich den Griff meines Topfes ein und nun kann ich mit der freien Hand den Topf auskratzen und seinen Inhalt in das Sieb gießen. Der Tomatensaft muss nun unter Zugabe von Gewürzen einreduziert werden, damit man die für Tomatenketchup typische Konsistenz erhält. Um eine nachvollziehbare Rezeptur zu erlangen, habe ich nun 500 Gramm Tomatensaft in einen Topf gegeben. Dazu kommen 2 gestrichene Esslöffel brauner Zucker, also 25 Gramm, ein gestrichener Teelöffel Meersalz, 5 Gramm, sowie 2 Esslöffel Apfelessig und als einziges Gewürz gebe ich eine einzige Nelke zusammen mit einer Prise Zucker in einen Mörser, wo ich sie zerstoße und anschließend zu dem Tomatensaft gebe. Wer will, kann das Pulver sieben.
Nun wird die Masse wieder zum Kochen gebracht und bei mittlerer bis kleiner Flamme simmern gelassen, bis sie sich um gut die Hälfte einreduziert hat. Natürlich muss sie auch während dieses Vorgangs alle paar Minuten umgerührt werden, damit nichts ansetzt. Um festzustellen, wie weit die Reduktion fortgeschritten ist, habe ich meinen Topf gewogen und ein Zielgewicht festgelegt. Mein Topf wiegt 937 Gramm. Der Tomatensaft wog 500 Gramm, die Zutaten ungefähr 50 Gramm, zusammen also 550 Gramm, geteilt durch 2 ergibt 275 Gramm, welches mein Zielgewicht ist, und dieses wird zum Gewicht des Topfes addiert. Wenn Kochtopf und Inhalt also um 1212 Gramm wiegen, ist mein Ketchup fertig. Während des Einreduzierens kann man auch schon seine Gläser vorbereiten, sprich sterilisieren. Das mache ich ganz pragmatisch in einer mit Wasser gefüllten Pfanne, in die ich die Gläser gebe und unter einem Deckel aufkochen lasse. Der Wasserdampf ist heiß und tötet alles ab, was auf den Gläsern und Deckeln nichts zu suchen hat. Mithilfe meines Marmeladentrichters fülle ich den Ketchup nun in ein Glas. Es wird verschlossen und anschließend noch einmal fest zugezogen. Die Verwendung eines Glases ermöglicht die leichte Entnahme des Ketchups und man hat nicht dieses blöde Dilemma, dass zunächst nichts aus der Flasche kommt und dann doch und dann meistens zu viel. Um ganz sicher zu gehen, dass sich auch wirklich ein Vakuum bilden wird, koche ich das Glas nochmal 10 Minuten ein, nehme es aus dem Topf und lasse es zugedeckt langsam auskühlen. Und so ist der Ketchup geworden. Er hat die perfekte Konsistenz und schmeckt wunderbar nach frischen Tomaten. Ich verspreche euch, wenn man den einmal probiert hat, wird einem leider bewusst, dass man sich mit gekauftem Ketchup nicht mehr zufrieden geben möchte. Dieser Ketchup ist frei von den sonst üblichen Zutaten, wie zum Beispiel Geschmacksverstärkern und Verdickungsmitteln. Er besteht aus ganzen 5 Zutaten. Tomaten zu 90%, Zucker ungefähr 10%, Essig, Salz und eine Nelke. Aber man kann natürlich die Geschmacksrichtungen variieren. Für Schärfe kann man noch etwas Sriracha oder Cayennepfeffer dazugeben, für ein Raucharoma gerauchtes Paprikapulver oder Whisky und natürlich Curry, wenn es einem nach einer Currywurst gelüstet. Ich hoffe wirklich, ihr probiert diesen Ketchup einmal aus. Zutaten und Mengenangaben finden sich am Ende des Videos und wie immer, guten Appetit! Hier nochmal das Rezept für den Ketchup. 500 Gramm passierter Tomatensaft, 25 Gramm brauner Zucker, das sind ungefähr 2 gestrichene Esslöffel, 5 Gramm Meersalz, das ist circa 1 Teelöffel, 2 Esslöffel Apfelessig und eine Nelke zerstoßen.